Mann, ist das Ding fett. Das Display soll auch nicht so gut sein, ne? Und die Ränder, die könnten auch ein bisschen dünner sein. Hey Freunde, was geht? Momo hier. Willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und ja, wie du in dem Skit vielleicht kurz vorher schon erfahren hast, das iPhone XR ist ein hochdebattiertes Thema und es muss sich auf jeden Fall von Anfang an verteidigen. Das iPhone XR ist das günstigste der 2018er iPhone-Modelle. Es macht aber trotzdem einen vertraut hochwertigen Eindruck, was wir von Apple auch kennen. Wir haben hier einmal außen einen Aluminiumrahmen, vorne und hinten haben wir Glas verbaut und auf der Unterseite haben wir unsere Lautsprecher mit Lightning-Anschluss. Der Lightning-Anschluss, den wir vielleicht in einem iPhone zum letzten Mal sehen werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass Apple mit den neuesten Modellen im Jahr 2019 auf USB-C umsteigen wird. USB-C ist im Vormarsch und da kann ich mir vorstellen, dass da sich was tut. Auf der rechten Seite haben wir einmal die Power-Taste und den SIM-Einschub. Links haben wir dann einmal die Stummschaltwippe und Lauter-Leiser-Tasten. Alles in allem fühlt es sich echt wie ein iPhone an, wie ein gutes iPhone. Ich war vorher Nutzer des iPhone 7 und komme dann quasi auf das iPhone XR und mir fällt direkt auf, es ist schwerer. Es ist ein Klotz und es hat ein bisschen Gewicht. Nach 2 Monaten Nutzung fällt es nicht mehr auf. Früher war es mir auch recht groß und ich wusste nicht, wie ich damit agieren soll, weil es so ein großes Display ist. Aber das hat sich auch gelegt und jetzt finde ich das Ding schon fast wieder klein. Und das ist so ein Effekt, der sich mit einschleicht, wenn man große Geräte nutzt. Ist eine Gewohnheitssache und man benutzt sie wie jedes andere Handy. Die großen Kritikpunkte bei dem hatte ich ja schon erwähnt. Was sollen diese dicken Ränder? Die dicken Ränder fallen nach einer Zeit auch nicht mehr auf. In der schwarzen Version finde ich das sogar noch ein bisschen gelungener. Da fällt der Aluminiumrahmen nicht so auf, wenn das Display auch vor allem aus ist. Oder in der Dunkelheit sieht man da nicht so den farbigen Rand. Die Displayauflösung ist auch natürlich ein ganz großes Thema und da muss ich sagen, für all diejenigen, die vom iPhone 7 kommen und sich das iPhone 7 Display anschauen und sagen, okay, ich will ein schärferes Display, dann wird das iPhone XR nichts für dich sein. Aber wenn du sagst, das Display war nicht das größte Problem, ich möchte zum Beispiel mehr Performance haben, ich möchte einen besseren Akku haben, dann ist das iPhone XR echt das Ding. Es ist ein Alltagsgerät durch und die Akkulaufzeit ist hier einfach nur krass. Und jetzt nochmal kurz als Story, um das ein bisschen zu verdeutlichen, wie gut der Akku läuft. Ich bin ja über Silvester bei meiner Freundin in Hamburg gewesen und über die Zugfahrt hindurch habe ich die ganze Zeit Netflix gestreamt. Habe da einmal Bird Box geguckt und Subura, so eine italienische Mafia-Serie. Zur Situation, ich habe das iPhone am frühen Nachmittag auf meiner Key Wireless Station geladen und bin aber erst gegen Abend um 20 Uhr losgefahren. Habe über die ganze Zugfahrt hinweg Netflix gestreamt. Ich steige aus dem Zug aus um Mitternacht in Hamburg, gucke auf mein iPhone und es zeigt mir immer noch 67% Akkulaufzeit an. Und das ist echt krass, das hatte ich bis jetzt noch nie bei einem Smartphone, dass der Akku so lange durchhält und ich hätte so das Handy auch durch den ganzen Tag noch am nächsten Tag bringen können, wenn man da einen ganz normalen Tag hat und nicht zu viel streamt oder nochmal nur zockt damit. Deswegen 2 Tage sind hier locker machbar, wenn nicht sogar mehr, wenn man ein ganz moderater iPhone-Nutzer ist. Aber was ich sagen muss, ist, die Performance ist 1A. Ich habe auch ordentlich gezockt damit. Also ich spiele gerade zur Zeit ab und zu mal Brawl Stars. Da habe ich auch stundenlang mal einfach gezockt, gehe aus der App raus und mit meinem iPhone 7 bin ich es dann echt gewohnt, dass es großen Einschnitt in die Akkulaufzeit getan hat. Mit dem XR nutze ich das, als ob es nichts wäre. Also ich habe gezockt und dann gehe ich raus und die Akkulaufzeit ist immer noch sehr gut. Was mich so ein bisschen gestört hat und woran ich mich ein bisschen noch gewöhnen muss,
ist die Kamera, die hinten verbaut ist. Die ist ja eine sehr gute, die aber jetzt ein bisschen weitwinkliger ist. Vor allem bei Porträts von Menschen, finde ich, ist es ein ungewohnter Look. Und ich kann mich noch nicht so anfreunden, wie ich am besten Porträts damit mache. Ich bin es noch gewohnt bei dem iPhone 7er, da war die Brennweite ein bisschen näher dran, also ein bisschen nicht so weitwinklig. Und ja, das ist so eine Sache, an die ich mich noch gewöhnen muss. Genauso wie die AI-Optimierungen. Ab und zu funktioniert sehr gut, meistens eher nicht so gut und da würde ich mich nicht drauf verlassen. Es ist einfach nicht so überzeugend wie beim XS, X oder XS Max. Was aber auch sehr gut überzeugt und was mich echt geflasht hat, ist die Videoqualität. Und die Aufnahmen mit dem iPhone XR sind einfach super gut. Und bevor ich euch jetzt ein bisschen Footage vom iPhone XR zeige, kommen wir nochmal zu Face ID. Das gehört ja auch zur Kamera. Das funktioniert beim XR ganz gut und es ist auch sehr zuverlässig in manchen Situationen. Vor allem morgens, wenn man aufsteht und so ein bisschen ein grummeliges Gesicht hat, wird das Gesicht halt nicht erkannt. Und auf dem Tisch ist es auch ein bisschen suboptimal, aber so funktioniert alles ganz gut. Das kommende Footage habe ich jetzt hier alles mit dem iPhone XR geschossen. Bearbeitet natürlich am Mac, aber das zeigt euch natürlich nochmal, wie gut die Kamera wirklich ist. Ich wollte das iPhone XR eigentlich nicht mögen. Ich war so im Zwiespalt. Ich wollte mir eigentlich das XS holen, weil ich das kleinere und kompaktere iPhone haben wollte, aber halt auch das neueste. Und es war mir aber ein bisschen zu teuer. Und für den Preis habe ich mir dann gedacht, wenn ich eine bessere Akkulaufzeit habe, nehme ich die doch. Und habe mich dann für das XR entschieden. Es hatte dieselbe Performance, dieselbe Kamera und ich bereue den Kauf überhaupt nicht. Das XR ist das Alltags-iPhone und ich mag ja Vergleiche. Es ist Apples Tesla Model 3. Was haltet ihr von dem Vergleich? Ich finde, es ist nicht das Premium-Produkt, wie zum Beispiel der Tesla Model S oder der X, sondern so für die größere Masse das iPhone und es hat einfach die bessere Reichweite, sagen wir mal. Also bessere Akkulaufzeit, hat aber trotzdem alle Funktionen, die man von einem Apple-Gerät erwarten kann und nichtsdestotrotz finde ich, der Preis, der könnte ein bisschen niedriger angesetzt sein und da passiert auf jeden Fall was. Also ich habe für meine Variante jetzt im Vertrag 909 € bezahlt für die 128 GB Variante. Ihr kriegt das vielleicht schon für 799 auf eBay oder Amazon, wenn ihr mal die Augen aufhaltet. Es ist ein teures Smartphone. Apple ist Luxus, das sollten wir nicht vergessen. Es ist keine Marke, die uns quasi gute Budget-Produkte verkaufen möchte. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Wenn man das Geld übrig hat, wenn man sich es leisten möchte, dann ist es ein super Produkt und ich kann es jedem nur empfehlen, der Interesse hat, im iOS-System zu bleiben. Das soll es dann erstmal wieder von mir gewesen sein. Falls dir das Video gefallen hat, dann lass es mich doch wissen. Lass mir einen Daumen oben da und kommentiere unter dem Video, was du von meinem Vergleich hältst von Apple und dem Model 3. Wenn du mehr von mir sehen möchtest, dann lass mir auch auf jeden Fall ein Abo da. Das würde mich auch freuen. Hier gibt es jede Woche ein neues Video rund um meine Interessen. Das sind in der Regel Tech-Produkte wie diese hier. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video und bis dahin. Ciao.